Ich bin Laura und willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir eine Wanderung, nämlich mit dem Wanderführer Ernst. Ernst, kommst du mal? Gerne. Bitte. Servus Laura, guten Morgen. Morgen. Schön, dass wir wieder zusammen in die Berge gehen können. Ja. Macht mir sehr viel Freude. Ja, wir gehen heute zum Zanken, so heißt dieser Berg. Der ist 2493 Meter hoch, wenn ich mich recht erinnere. Und wir starten hier vom Lavazee-Joch, das liegt auf 1808 Meter, also kann man sich da ausrechnen, dass wir ungefähr 600 Höhenmeter oder ein bisschen mehr vom Aufstieg haben. Der Aufstieg, der erste Teil geht durch den Wald und dann sind wir auf dem Grat und steigen den Grat hoch. Der ist sehr spektakulär normalerweise und ich glaube, es wird wieder für alle ein schöner Bergtag werden. Ja, dann freuen wir uns ja schon. Super, perfekt, danke. Okay. Und jetzt seht ihr hier, wie wir noch ein bisschen laufen. Und hier rechts, also wenn die Kamera jetzt nach rechts geht, seht ihr jetzt die wunderschönen Berge hier links und leider den Sturm, der ja 2018 durchgefegt ist. Und jetzt seht ihr nochmal den Weg, wo wir gelaufen sind. Wenn ihr vorher besser aufgepasst habt, dann habt ihr gesehen, dass wir einen Hund dabei haben, nämlich die Lila, sieht man ja gerade hier im Bild. Und die war total süß. Es ist ganz interessant hier, der Name des Ortes, wo wir uns hier befinden, das ist die Busa della Neve. Das heißt so viel wie Schneeloch eigentlich. Also man sieht, es ist schon sehr kräftig hier manchmal im Winter der Schneefall. Und da liegt schon einiges an Schnee. Wir sind hier ja, nördlich, nordwestlich ausgerichtet und da liegt dann immer sehr viel Schnee und deshalb haben sich schon früher die Leute hier zu diesem Ort Busa della Neve, also Schneeloch, gesagt, weil die sind ja alle gewohnt, dass es Schnee gibt, aber wenn es besonders viel Schnee gibt, erst dann werden Namen gegeben, also hier muss es besonders viel Schnee dann im Winter geben. Cool? Ja. Gut, da gehen wir wieder weiter ein Stückchen und schauen, wo uns der Weg hinführt. Und zwar kommen wir jetzt dann zu einem Ort hoch, ja, von dem muss ich noch was erzählen. Das war eigentlich nicht was Schönes, sondern eher was Schreckliches. 1985 sind da oben Deiche eines Unternehmens gebrochen und das ganze Wasser hat dann wirklich durch das Tal hinunter große Verwüstungen angerichtet. Das zeige ich euch ein Stück weiter oben. Und jetzt sieht man hier ganz toll, auf welchem Weg wir gegangen sind mit Ernst. Und dahinter ist Alex mit der Lila. Und also es ging schon ganz schön steil nach oben, aber es ging ja eigentlich. Aber trotzdem Nebel hatten wir eine schöne Aussicht. Also das sieht man jetzt hier nicht so toll, aber jetzt sieht man es, dass wir eine schöne Aussicht hatten. Und jetzt sind wir nämlich gut versorgt, denn wir sind an einer kleinen Wasserquelle angekommen. Und ja, Ernst hat seine Flasche aufgefüllt, weil er mag nicht so aus dem Hahn, sondern eher so naturell. Und jetzt hat sich endlich Mila auch getraut, was zu trinken, weil vorher hat sie sich nämlich gar nicht getraut, irgendwas zu trinken. Aber jetzt hat sie den perfekten Moment ergriffen und dann ist sie zum Wasser hingelaufen. Okay, jetzt sind wir ein bisschen gestärkt und jetzt gehen wir schon weiter, nämlich hoch zum Zanken hinauf. Jetzt sieht man eine wunderschöne Alpenrose. Die ist echt schön. Hier sind Blaubeeren. Oh, und hier sind auch welche. Und ich sag's euch, meine Zunge wird jetzt so blau sein. Also, jetzt esse ich die alle. Und jetzt? Ist die blau. Ah! Also jetzt ist sie blau. Und wenn man eine so lila-bläuliche Zunge will, zu Halloween, dann kann man die nehmen. Aber keine Sorge, die sind nicht giftig, also kein... Ah! Okay, dann gehe ich mal. Aber die haben echt lecker geschmeckt. Muss ich noch eine essen, wenn ich hier eine finde.
Wo sind wir denn jetzt ganz genau? Ja, wir sind genau an der Grenze zwischen Südtirol und Trentino. Das heißt Le Tombole. Tombole, vielleicht kennt man das Wort vom Spiel Tombola. Also wie das jetzt zustande kommt, dass das Wort hier für diesen Platz verwendet worden ist, das kann ich jetzt nicht erklären. Auf jeden Fall ist dieser Platz interessant, weil genau da unten haben sich Bergwerke befunden. Die Minen von Prestavel haben die geheißen. Und 1985 ist der Damm gebrochen und das Wasser hat da sämtliche Dörfer da unten am Talgrund weggespült. Das war eine riesengroße Tragödie damals, die Tragödie von Stava. Kann man ruhig auch mal nachgoogeln, noch was auf Google drinnen steht. Das war damals ein Mordsding. Und ich hatte da gerade meine Ausbildung als Polizist. Deshalb weiß ich noch ganz genau, dass das im Juli 1985 war. Einfach zu merken. Auf jeden Fall ja, gehen Prozesse oder Verfahren bis in den heutigen Tag, um da die genauen Ursachen und die Schuldfragen dann zu klären. Das war ein bisschen eine komplizierte Sache. Auf jeden Fall hat da eine Minengesellschaft dann einige Staubecken übereinander gebaut. Und irgendwann ist dann mal eines gebrochen und hat den ganzen Rest auch mit sich gerissen, was jetzt genau die Schuld war, ob der Ingenieur das falsch berechnet hat oder der Baumeister, der zu viel angehäuft hat. Das sind immer so Geschichten, die dann ewig dauern, bis die dann geklärt werden. Ja, den einfacheren Teil des Aufstiegs, ab jetzt geht es ordentlich zur Sache, wird es etwas steiler. In Kürze verlassen wir dann den Wald auch und sind wirklich ober der Baumgrenze, Sonne kommt auch ein bisschen raus. Und es wird dann von Schritt zu Schritt eigentlich spektakulärer, die ganze Sache, wir werden sehen. Es wird eine sehr schöne Tour noch. Cool? Ja. Gehen wir weiter? Ja. Gut. Hier mussten wir also jetzt wird schon ein bisschen abwechslungsreicher, weil wie man hier gut sehen kann, sind wir ein paar Steine hochgeklettert, aber das waren auch ein paar Felsen dabei, also ja zwischendurch ein paar Felsen und es war auch sehr abwechslungsreich vom Schotterweg, also das war jetzt nicht richtig ein Schotterweg sozusagen. Und hier sieht man jetzt sehr viel Gras, aber auch Blaubeerfelder. Also da waren ganz viele Blaubeerfelder. Und es sieht voll cool aus, wie so eine Nebel so vorbeizieht. So. Okay. Also wir sind jetzt hier schon 400 Höhenmeter oben. Und wir sind von da hinten gestartet. Also schon ein Stück oben. Also von da sieht man hier kleine Häuser und so, von da hinten, ne? Und ja, es war jetzt ein ganz schöner Aufstieg und ihr habt ja vielleicht ernst gehört, dass es dann, also das war, da oben war es jetzt der leichte und das war jetzt der harte Teil und das empfehle ich nicht für Anfänger, weil das ist schon echt hart und man muss schon kämpfen. Aber das Gute ist, da gab es genug Blaubeeren, weil da keine Touristen waren, also nicht so viele, die hochgegangen sind, so weit oben. Und ja, dann konnte ich genug essen. Okay, dann gehe ich mal. Juhu. Seht ihr da die Mauer? Da machen wir einen kleinen Rast, also eine kleine Pause sozusagen. Aber jetzt verzieht sich der Nebel langsam. Ja. Und jetzt gehen wir hier auf dem felsigen Weg, also in der Mitte ist es total felsig und dann außen ist überhaupt nicht felsig. Und der Ernst hat mir so ein bisschen was erzählt, dass man immer auf den Atem gucken muss und ja, dass man nicht so schnell wird oder so. Also am Anfang ist es ganz gut, dass man dann vorne wegzischt und dann irgendwann mal nicht mehr kann.
Und dann habe ich gesagt, ja, manche Menschen kenne ich, die halt einen Schritt vorausdenken. Also zum Beispiel, man geht und dann, jetzt muss ich den da Schritt machen und so. Und man darf, also das A und O ist halt, dass man nicht negativ denken soll, sondern immer positiv denken soll. Und das halt das Beste, zum Beispiel jetzt, ich habe jetzt schon mehr als die Hälfte der Höhenmeter oder Kilometer geschafft. Das ist halt ganz wichtig beim Wandern. Und ja, jetzt sieht man da oben schon, erklärt mir gerade Ernst, dass das so aussieht, also dass der Nebel da reinzieht gerade auf dem Berg und dass es so aussieht, als ob das abgeschnitten wäre. Aber man hat ja gerade ganz gut gesehen und sieht man auch jetzt, dass das da so abgeschnitten ist, aber eigentlich ist es ja gar nicht abgeschnitten, sondern es geht noch nach rechts weiter. Also das sieht richtig gruselig aus eigentlich, aber auch echt cool mit den Nebel und so. Und jetzt streichele ich Lila. Oh, die war so weich. Und der Alex kommt ja eigentlich aus Frankreich. Und ja, das ist total cool, dass er so aus Frankreich kommt und hier dann in Südtirol, genau wo wir sind, Urlaub macht. Ich habe noch nicht verstanden, wer hier die ganzen Steine hochgeschleppt hat. Jetzt geht's wieder dann mit den Steinen. Aber man muss hier schon richtig aufpassen. Nicht, dann, dass dann Stein wegrutscht oder wackelt. Das muss man nicht gleich sowieso immer, aber hier besonders. Ja. Man sieht ja gar nichts mehr vom Berg dort. Jetzt kommt wieder ein steiniger Teil. Der Weg zu meinem Dirndl ist steinig. Darum gehen am liebsten alleinig. Sagt kein Lied. Und was hast du jetzt da gesagt? Irgendwas mit steinig. Der Weg zu meinem Dirndl ist steinig. Der Weg zu meinem Mädchen ist steinig. Deshalb gehe ich ihn am liebsten alleinig. Kann man das so übersetzen? Und jetzt verschwinden wir im Nebel mit Ernst. Jetzt wird's gruselig. Und ja, so da war schon echt ganz schön viel Nebel und es sieht auch echt crazy aus, aber es war auch sehr lustig mit Ernst, wie jedes Mal. Und ja, dann gehen wir mal hoch auf den Zanken. So, was haben wir gesagt? 2463 Meter, 64 Meter. Ich sagt 93, aber wenn Ja, du ja. sagst 63. Etwas weniger ist es. Ist auch Unser GPS. Gipfel. Ja. Wir sind am Ziel, also Ja. am Gipfel. Ja. Also ein großes Kompliment an Alden. Wir haben das in einer sehr, sehr guten Zeit übrigens auch noch geschafft. Wir sind wirklich nicht schlecht unterwegs und das ist keine so ganz einfache Wanderung. Also ich habe gesehen, man muss manchmal sogar ein bisschen die Hände dazu nehmen, um sich ein bisschen hochzuziehen manchmal. Aber nichtsdestotrotz eine schöne Tour, vor allem die Aussicht sehr schön, wie man hier sieht. Das war natürlich ein Witz. Leider Gottes heute etwas im Nebel, aber da oben lichtet es sich ja wieder, haben wir blauen Himmel auch. Aber ja, wir sind so auf der Kippe zwischen Nebel und blauem Himmel. Ich kann es nicht ändern, leider Gottes auf Ja. jeden Fall. Der Aber Gipfel so ist es manchmal- auch schön. Ich würde schon sagen, ja. Ja. Oder? Okay, jetzt schauen wir beim Runtergehen. Vielleicht sehen wir noch Ziegen. Schafe, wie gesagt, die wurden vom Berg wieder runtergebracht, habe ich auch gehört. Es sind noch Ziegen. Ja, sage ich dir dann später, wo du noch Fotos von mir findest, wo ich hier liege und die Ziegen lecken an mir, weil ich salzige Haut habe. War ganz lustig damals auch. Das war vor 1,5 Wochen circa war ich schon das letzte Mal da und da ist genau das passiert mit den Ziegen. Da waren auch viel mehr Leute da. Damals war das in einer Zeitschrift angeführt worden als Tourenvorschlag für Südtirol.
Und da waren ja 50 Leute herum am Gipfel. Heute haben wir den Genuss wieder alleine hier herum zu sein. Sehr, sehr schön. Jo, Ja, was und sagst du dazu? Ja, war schon ein bisschen anstrengend, aber lohnt sich. Okay, freut mich, wenn es euch gefallen hat. Ja. Wir haben allerdings jetzt noch einen ordentlichen Abstieg auch noch. Noch ist Ja. es nicht zu Ende, gell? Also Ja. Aber jetzt essen wir erst erst mal. essen wir erstmal, ganz genau. Juhu! Und jetzt zieht's wieder auf. Also der Nebel ist aufgezogen, nur auf der anderen Seite ist es nicht so schön. Aber ist egal, wir sehen auf jeden Fall die Berge und das Tal. Und das sieht so schön aus, als wäre heute gar kein Nebel gewesen. Also echt schön. 1er Ausblick lohnt sich auf jeden Fall. Hier ist das Gipfelbuch und das vor allem in den Alpen, aber auch an manchen Klettersteigen zu sehen ist. Und das Buch erfüllt die Funktion, dass es ein Gästebuch so zum Beispiel ist. Und ja, da kann man halt so seine Sprüchen reinschreiben. Und es wird meistens in einer wasserfesten Hülle aufbewahrt. Und jetzt gehen wir schon leider runter auf den Berg. Ich meine natürlich vom Berg, also Entschuldigung. Aber der Weg runter, den sehen wir ja schon. Diese Latemachhütte, was denn? Wir hatten das Glück im Unglück, nämlich, zwar war nicht so schönes Wetter, aber dafür war keiner oben auf dem Zanken. Und ja, jetzt seht ihr hier nochmal die wunderschöne Aussicht und ja, jetzt gehen wir schon leider runter und jetzt knuddel ich ein bisschen mit Lina. Oh, wie süß. Sie war so weich, habe ich euch aber schon 1000-mal gesagt. Und hier nochmal die letzten schönen Ausblicke. Also die Wolken sind jetzt nicht so schön, aber dafür die Berge sind schön. Und ja, genießt nochmal den schönen Ausblick. Und die Wanderung hat bisher hoch echt Spaß gemacht. Wir sind jetzt einen anderen Weg gegangen, also wir gehen jetzt, also hier ist der Hügel so und wir sind hier hochgegangen und hier sind wir runtergegangen. Also ein ganz anderer Weg, der ist jetzt auch nicht so steinig, also der ist überhaupt nicht steinig, nur halt ein bisschen, aber mehr Wiese so als Steine. Und ja, also der ist besser, aber der dauert halt auch länger, weil der andere ging halt viel steiler nach oben und der geht jetzt angenehm nach unten, aber ist auch besser so. Und dann können wir uns richtig viel Zeit lassen. Ja, und am Ende ist dann auch noch die Sonne aufgegangen. Also manchmal haben wir so Stellen gehabt, wo dann die Sonne aufgegangen ist und dann auf der Nebenseite war dann keine Sonne mehr. Und dann ist es halt immer so gewandert. Aber der Ausblick war auch sehr schön. Okay, dann gehe ich mal. Also wieder mein Spruch, dann gehe ich mal. Also, hier sieht man wieder die wunderschöne Ausblick oder die wunderschöne Aussicht. Also wie man es sehen will. Und ja, bei jeder Wanderung, jeder Ausblick oder Aussicht schön. Und hier sind so süße Schafe, also die waren schon echt niedlich. Und wenn man jetzt genauer hier am Pfosten links hinguckt, das sind nämlich Murmeltiere und die schreien oder was die auch immer so machen, die schreien so süß. Aber die schreien, das ist kein Pfeifen, das ist ein Schreien. Und habt ihr es gerade gehört, die waren so süß. Und ja, also die waren echt süß, 1A.
Und ja, jetzt sieht man hier nochmal, glaube ich, den Rosengarten nur ein bisschen verdeckt. Und da unten, wenn man es genau sieht, also da ist ein Häuschen und links davon ist eine Kugel. Und da möchten wir jetzt hinlaufen, also noch ein bisschen, ein kleines Stückerl. Jetzt sind wir schon unten angekommen am Auge, also da, wenn man in das Auge reingeht sozusagen, da ist so ein Kreis und da guckt man genau auf den Latte-Mare. Also ist schon echt wunderschön und wir haben so eine halbe Stunde oder so bis nach unten gebraucht, also gar nicht viel. Und ja, jetzt sieht man hier noch eine Aufnahme, wo ich hier da hochgucke zum Latte-Mare. Und es war echt toll dort. Und man hat da ein bisschen hier Armkraft gebraucht, um sich da hochzuziehen. Weil dummerweise war da keine Treppe. Aber ja, ist ja nicht schlimm. Es war trotzdem schön. Und jetzt müssen wir dann gleich links. Also jetzt gehen wir dann links. Das sieht man noch nicht so gut, aber vielleicht seht ihr ja schon das schwarz-weiß sage ich schon. Vielleicht seht ihr ja schon das rot-weiße dort links. Und ja, dann gucken wir mal, ob wir da lang gehen müssen. Also da bin ich mir auch noch nicht sicher, aber es sagt dann Ernst. Und jetzt müssen wir runtergehen, noch ein bisschen, hat Ernst gesagt. Und danach gehen wir wieder hoch. Und jetzt gucken wir mal und hoffentlich verirren wir uns nicht. Haha. Ernst hier hoch? Ja. Und hier sind jetzt auch Pflanzen, also hier so, weiß ich nicht, also irgendwelche Pflanzen. Und ja. Dann sehen wir mal noch, wie der Weg wird. Also es geht schon ganz schön runter. Also es geht, wie es runter geht. Und jetzt kommen auch schon Wurzeln, weil wir ja im Wald sind. Jetzt esse ich mal Kleeblätter. Ich guck mal, wie die schmecken. Ja. Das ist kein Kleeblatt, also keine Kleeblätter. Das wäre natürlich nur Spaß, sondern Sauerklee. Aber da solltet ihr aufpassen, weil die sehen genauso aus. Und die schmecken sehr säuerlich und sehr süßlich, also beides gleich. Wie Zitrone. Man denkt eigentlich gar nicht, dass es Sauerklee ist. Das ist schon echt krass. Aber schmeckt sehr lecker. Okay, dann gehe ich mal und pflück noch weitere Sauerkleeblätter. Man muss eigentlich gar kein Proviant mitnehmen, weil hier gibt es so viel zum Essen. Also, dann rede ich mal aber nicht so viel, sondern gehe weiter. Wie bei fast jeder Wanderung, sieht man den wunderschönen Ausblick. Also es ist immer ein wunderschöner Ausblick, egal welche Wanderung machen und immer neue Überraschungen, muss ich schon sagen. Das wäre so eine Knolle. Nicht kauen, nur wie ein Bonbon lutschen. Das wird auch nicht weniger, das bleibt ein paar Tage im Mund. Einfach in den Mund nehmen und etwas bitter. Aber da hast du jetzt andauernd Speichel im Mund. Da hast keinen Durst mehr, wenn du das im Mund hast. Weil du immer Speichel im Mund hast. Mir schmeckt es nicht. Ja, natürlich, spuck's aus. Ich habe nie gesagt, dass es gut ist. Und wie ihr jetzt schon gerade gehört habt, zum Überleben wäre eher der Sauerklee geeignet. Und nicht der Harz. Hier gibt es viele Bächlein, also so kleine Matsch. Und wo dann auch sehr oft Matsch gebildet wird.
Aber der Waldweg ist hier echt schön. Unser Wanderführer ist wieder weg, weil wir sitzen jetzt hier und jetzt warten wir wieder auf ihn. Also wir wissen nicht, wo er ist. Und ja, dann sage ich euch derweil schon mal die Angaben. Also wir sind 750 Höhenmeter gegangen, dann 5 Stunden und 11 Kilometer blende ich euch nochmal oben ein. Und wenn ihr jetzt hier seht, wir sind da hochgelaufen, also schon ein ganzes Stück, gell? Und ja, jetzt warten wir mal auf den Wanderführer. Und es war übrigens eine Rundwanderung. Also wir sind da hoch am steileren, glaube ich. Und dann sind wir hier zum Flachen sind wir runtergegangen. Okay, aber jetzt warte ich auf den Wanderführer und wir sind von da hinten gekommen. Aber ja, jetzt warte ich auf den Wanderführer. Und hier ist schon unser Wanderführer, aber jetzt mit dem Auto. Und jetzt fragen wir uns natürlich, was er gemacht hat. Ich frage ihn dann mal gleich. Jetzt gehen wir aber schnell auf die Seite. Hey Ernst, was hast du die ganze Zeit gemacht? Wo warst du denn? Ich habe das Auto geholt, damit ihr die letzten Meter auf der Asphaltstraße nicht laufen müsst. Weil du hast gesagt, dir brennen die Füße und da ist es sehr unangenehm, auf der Asphaltstraße zu laufen. Okay, dann bin ich ja beruhigt. Außerdem muss ich ja irgendwie mein Image beibehalten, dass ich zum Schluss noch die letzten Meter euch verlasse, mal kurz, oder? Also Ernst, sag mal, wie viele Kilometer und wie dir die Tour gefallen hat. Ja, wie mir die Tour gefallen hat, das ist wichtiger, wie sie euch gefallen hat. Ich mache die öfter, die Tour, und mir gefällt sie eigentlich sehr gut, deshalb mache ich sie auch immer wieder, diese Tour. Ja, es waren insgesamt 11 Kilometer ungefähr, die wir gemacht haben. Allerdings waren es ungefähr 700 Höhenmeter, das spürt man auch ein bisschen in den Beinen, ja. Wahrscheinlich wirst du auch, oder ja. wirst du auch spüren. Und ja, den Rest müsst ihr mir sagen, ob es euch gefallen hat, ob es zu viel war, zu wenig war und wie das da oben auch war in den Felsen dann, wenn es nicht mehr ganz so eindeutig ist und nicht mehr der ganz der flache Weg ist, ja. wo man sich manchmal mit den Händen auch ein bisschen halten muss. Aber wenn man dich hat, ja, dann geht's ja. Dann kann man sich nicht verirren. Nein, verirren sowieso nicht. Also wir sind ja auf dem Berg und da verirrt man sich nicht, eher beim Runtergehen, dann, wenn man dann die falsche Richtung am Anfang nimmt, dann könnte man sich verirren, aber sonst ja. ist das kein Berg, wo man sich verirren kann. Einfach an einem Steig weitergehen und du kommst sicherlich irgendwie wieder ja. dahin, wo Menschen sind. Ja, ansonsten würde ich sagen, ja. schließen wir die Tour hiermit ab. Ja, und danke für die Tour. ja, ich bedanke mich natürlich für eure Begleitung. Es war wieder sehr, sehr toll für mich. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu wandern. Und ja, ja die, wieso Tour nicht? Die Tour war auch sehr schön. Vielleicht schaffen wir jetzt noch mal eine andere ja. Tour zusammen zu machen. Wäre sehr schön. Ja, und hier könnt ihr mich abonnieren und hier ist das neueste Video und dann würde ich mich mal verabschieden. Jawohl. Danke. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.